Hallo meine lieben Outdoor-Freunde, es ist der 27. Februar und ich wäre gern mit dem Wohnwagen unterwegs, aber bei einer Ankündigung von minus 6 Grad in der Nacht und morgens um 8 Uhr immer noch minus 5 Grad ist es für mich als Warmduscherin keine Option. Also habe ich den Patschi und das Fahrrad gepackt und bin rausgefahren in den Wald. Ich habe dann nochmal das Crepe-Rezept gebacken und vornweg, ich brauche ja dann einen Pfannenwender, habe ich einen Pfannenwender geschnitzt, diesmal zum Behalten. Er soll schön werden. Ja, es ist auch meine Absicht, in loser Reihenfolge Nützliches zu schnitzen und euch zu zeigen und vor allen Dingen in loser Reihenfolge auch Rezepte zu präsentieren. Einfache Rezepte und auch mit haltbaren Lebensmitteln. Wenig Zutaten, die schnell gehen. Ich glaube, das ist in jedem seinen Sinne, weil wenn man draußen ist und müde, man will nicht dann noch lang rumkochen müssen. Ja, und davor, weil das erste Rezept natürlich mein Lieblingsrezept dann wird, Crepe, das verrate ich schon, die sind einfach so vielseitig, deftig, süß, also Kaiser Schmarrn kann man machen damit. Ja, brauche ich einen Pfannenwender und den zeige ich euch So eine jetzt, ungebrochene wie ich Kiste. den geschnitzt habe. Schon Viel Spaß und gutes Gelingen beim Nachmachen. mache ich das raus. Als erstes habe ich mir hier markiert, säge ich jetzt hier ein und von der anderen Seite. Und dann kann ich wieder mit dem großen Messer die Seitenteile wegschlagen und muss das nicht alles wegschnitzen. Ich hatte auf beiden Seiten eingesägt, weil ich einen runden Griff haben wollte. Und dann ist mir aus Versehen beim Spalten die ganze Seite abgegangen. Was sich dann im Nachhinein als vorteilhaft herausgestellt hat, wenn der Griff auf einer Seite flach ist, dann bleibt er nämlich besser liegen, man hat ihn immer gleich richtig in der Hand, also es reicht wirklich auf einer Seite einsägen und die andere komplett abspalten. Da sieht man jetzt, so breit wird dann das Stück, das stehen bleibt. Da kann ich noch ein Stück sägen auf der Seite. Hat ziemlich viel Äste. Jetzt schauen wir mal, ob es geht. So. Gut. Seht ihr, da unten, wo der gesägt ist, da fliegt es dann weg. Und dann hat man schon nicht mehr so viel zum Schnitzen. Die Äste sind halt immer ein Problem. Da denke ich, da werde ich da oben, wo die zwei Äste sind, da werde ich noch mal absägen. Ist lang genug. So, das ist lang genug immer noch. Weit genug von dir weg. Ja. Tja. Rinde weg. Jetzt musst du dich da hinsetzen. Ha? Da vom Stiel darf einiges weg. Der ist ja viel zu dick auch noch.
Ja, jetzt mache ich die Rinde mal weg. Und dann schnitze ich mich immer weiter voran. Das muss natürlich noch viel dünner werden davon. Das ist auch noch mal ein Ast. Schauen, ich könnte sogar noch mal was wegklopfen. Mache ich auch. Die Astlöcher sind das Problem, dass es nicht so leicht zum Abschlagen ist und dass letztlich dann die ganze Seite abspringt. Gleich passiert's. Jetzt. Das ist bis ganz runter. Macht nichts. Der Griff, jetzt ist es ganz ab, aber ist trotzdem. Könnten vielleicht auch noch was draus machen. Ein Dieb. Das ist mein Hammer. Der Seite schnitze ich so eine Mulde raus. Das säge ich da ein. Ein Stück schneide ich mit dem Messer. Und dann kann ich auch da abschaben. Und dann geht es gerade bis zum Schnitt. Und das von der anderen Seite dann. Dann wird es auch so eine Mulde. Da bin ich jetzt auf richtige Harzader da gestoßen. Es duftet. Man sieht es auch, das Rote. Da ist ja ein richtiges Fichtenkienholz. Patschi, du bist fertig? Das ist ganz frisch. Der Wind rauscht. Manchmal piepst eine Meise wo. Ich mache das Ende vom Stiel dann noch rund. Vorne soll natürlich schön flach werden. Und oft überlege ich wegen Musik, aber die Schnitzgeräusche, die Vögel im Hintergrund, der Wind, das finde ich einfach die schönste Musik. Und die Geschmäcker zu treffen ist dann ja auch nicht gegeben. Mir selber gefällt meistens auch, wenn keine Musik dabei ist, obwohl ich große Musikliebhaberin bin. Ich spiele ja auch selber. Aber da bei den Filmen, die Naturgeräusche finde ich immer am schönsten. Würde mich interessieren, wie ihr das seht. Ich glaube, ich höre jetzt auf. Es ist schön spitz vorn, kommt mal gut drunter, liegt gut in der Hand. Und wenn es trocken ist, werde ich es noch abschleifen, einölen, aber es ist noch ganz feucht, ganz frisches Holz. Also von dem Pfannenwender muss ich sagen, bin ich begeistert. Und auch, dass der unten flach ist, da hat man dann immer gleich richtig in der Hand, würde ich wieder so machen.
Eigentlich braucht man dann nur ein Werkzeug für alles. So, jetzt brutzeln wir das kurz ein. Und so Öl. Jetzt läuft. Und dann mache ich jetzt alles rein. Wird ja ein bisschen größer. Und man kann auch die Rand da so schön sauber machen mit dem Teil. Ach, ich bin begeistert. Gut. So, jetzt schön gebrutzelt. Derweil soll ich ihn schon essen. Natürlich esse ich ihn schon. Wird ja kalt.